Lektion 1. Im digitalen Zeitalter in Verbindung bleiben. Hey Anna, benutzt du in diesen Tagen oft E-Mails, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben? Auf jeden Fall ist E-Mail zu einem unverzichtbaren Tool geworden, um in Verbindung zu bleiben. Ich stimme zu, es ist erstaunlich, wie sehr wir uns bei der Kommunikation auf elektronische Post verlassen. Absolut. Es ist so praktisch, sofort Nachrichten senden und Updates teilen zu können. Definitiv. Und die Möglichkeit, Dateien und Dokumente anzuhängen, macht es für alle Arten von Austauschen sehr nützlich. Das stimmt. E-Mail eignet sich sowohl für die persönliche als auch für die berufliche Kommunikation. Exakt. Ich finde es besonders hilfreich, um Zeitpläne zu koordinieren und Veranstaltungen mit Menschen zu planen. Das gleiche hier. Die Triad-Funktion macht es einfach, Konversationen zu organisieren. Definitiv ein Wendepunkt im Vergleich zu den alten Zeiten der physischen Post. Ganz gewiss. E-Mail hat die Art und Weise, wie wir in Kontakt bleiben, wirklich verändert. Absolut. Ein Leben ohne diese Technologie ist heute kaum vorstellbar. Ich weiß, es ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Ganz gewiss. E-Mail ist nur eine von vielen Arten, wie Technologie die Kommunikation revolutioniert hat. Definitiv. Es wird interessant sein zu sehen, wie es sich in Zukunft weiterentwickelt. Ich stimme zu, es ist ein aufregender Ort zum Anschauen. Danke für den tollen Chat über E-Mail. Lektion 2. Grübeln bei der Telearbeit. Guten Tag, Anna. Ich habe gehört, dass du vor kurzem angefangen hast, remote zu arbeiten. Wie ist das gelaufen? Es hat das Spiel wirklich verändert, John. Definitiv eine große Anpassung, aber ich liebe die Flexibilität. Das ist toll zu hören. Ich kann mir vorstellen, von zu Hause aus zu arbeiten hat seine Vorteile. Absolut. Die Möglichkeit, meinen eigenen Zeitplan zu erstellen, hat wirklich dazu beigetragen, meinen Stress zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall sein würde. Kein Pendeln oder starre Bürozeiten mehr. Exakt. Und ich finde, dass ich ohne all die Ablenkungen im Büro produktiver bin. Das ist interessant. Ehrlich gesagt hätte ich das Gegenteil gedacht. Ich weiß, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Aber das Fehlen von Bürogeplänk ist ein Wendepunkt. Ah, gutes Argument. Diese kleinen Unterbrechungen summieren sich wirklich, nicht wahr? Definitiv. Und ich finde, dass ich ohne den Alltagstrott mehr Energie und Konzentration habe. Das ist wunderbar. Das klingt nach einer Win-Win-Situation für dich. Das ist es wirklich. Und die Work-Life-Balance hat sich immens verbessert. Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall wäre. In der Lage zu sein, bei Bedarf von ihrem Schreibtisch wegzugehen. Exakt. Kein schlechtes Gewissen mehr, wenn Sie das Büro vorzeitig verlassen, um Termine oder Besorgungen zu erledigen. Diese Flexibilität muss unglaublich befreiend sein. Ich kann mir vorstellen, wie das helfen würde, Burnout zu verhindern. Absolut. Es hat mein allgemeines Wohlbefinden grundlegend verändert. Nun, ich freue mich zu hören, dass es für dich so gut läuft, Anna.
Vielleicht sollte ich mich selbst mit Telearbeit befassen. Lektion 3. Die Kunst der Überzeugung. Hey Anna, ich habe eine Aufgabe, die deine Hilfe braucht. Könntest du mir dieses Wochenende eine Hand leihen, um den Zaun zu streichen? Den Zaun streichen? Das klingt nicht nach der aufregendsten Art, einen Samstag zu verbringen. Ich weiß, aber hör mir zu. Ich denke, wir könnten es tatsächlich unterhaltsam gestalten. Lustig und unterhaltsam? Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Wie genau hast du vor, das zu tun? Nun, wir könnten daraus ein kleines Spiel oder einen Wettbewerb machen. Mal sehen, wer am schnellsten oder am besten malen kann. Ich schätze, das könnte es ein bisschen interessanter machen. Was hattest du noch im Sinn? Und wir könnten etwas Musik aufdrehen, vielleicht eine Pizza bestellen, um uns mit Energie zu versorgen. Oh, Pizza macht alles besser. Okay, du hast mein Interesse geweckt. Großartig! Ich wusste, dass ich dich überzeugen kann. Das wird eine wirklich lohnende Erfahrung sein. Das werden wir sehen. Aber ich bin bereit, es auszuprobieren und zu sehen, ob wir es unterhaltsam gestalten können. Das ist der Geist. Ich garantiere dir, dass du Spaß haben wirst, bevor du dich versiehst. Das werden wir sehen. Aber ich bin aufgeschlossen und bereit, meinen inneren Maler zu umarmen. Hervorragend! Ich bin zuversichtlich, dass du eine tolle Zeit haben wirst. Das wird episch. Episch, hm? Das werden wir sehen. Aber ich bin bereit, es auszuprobieren und zu sehen, was passiert. Das höre ich gerne. Das wird die beste Zaunmalparty aller Zeiten. Das werden wir sehen. Aber ich bin bereit, Ihrem Enthusiasmus zu vertrauen und es zu versuchen. Fantastisch! Ich kann schon jetzt sagen, dass dies ein unvergesslicher Tag sein wird. Lektion 4. Ein kulturelles Abenteuer. Guten Morgen, Anna. Warst du schon einmal im Central Park? Central Park? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Ist es einen Besuch wert? Oh, das ist ein absolutes Muss. Der Park ist wie eine kleine Oase mitten in der Stadt. Wirklich. Was macht es so besonders? Ich habe gehört, dass es ziemlich groß ist. Genau. Es ist über 800 Hektar groß und es gibt so viel zu entdecken. Die Landschaften sind atemberaubend. Landschaften? Mitten in New York City? Das ist faszinierend. Unbedingt. Es gibt wunderschöne Gärten, Seen, Brücken und sogar einen Zoo. Ein Zoo. Mitten in Manhattan? Dieser Park klingt unglaublich. Und das ist noch nicht alles. Auch das kulturelle Angebot ist erstklassig. Kulturelle Angebote? Wie was? Ich werde immer neugieriger. Weltklasse Kunstmuseen, Konzertsäle, Theater, es ist ein kulturelles Mekka. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass der Central Park so ein Zentrum für Aktivitäten ist. Ich bin überzeugt. Du musst gehen, Anna. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintauchen, mitten in der Stadt.
Nun, du hast mich auf jeden Fall davon überzeugt. Wann können wir eine Entdeckungsreise planen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich würde gerne dein Führer sein und dir alles zeigen. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, den Zauber des Central Parks zu erleben. Vertrau mir, es wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 5. Ein Outdoor-Abenteuer. Wunderbarer Tag, nicht wahr, Anna? Perfekt für ein Outdoor-Abenteuer. Unbedingt. Ich freue mich so darauf, etwas Zeit in der Natur zu verbringen. Ich auch. Ich dachte, wir könnten uns den neuen Wanderweg ansehen. Ein Wanderweg? Das klingt perfekt. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr gewandert. Es soll ein paar tolle Aussichten haben. Wir gehen an die frische Luft. Frische Luft und atemberaubende Ausblicke? Zählen Sie auf mich. Ich muss aus der Stadt raus. Wunderbar. Ich habe ein nettes Picknick eingepackt, das wir unterwegs genießen können. Oh, ein Picknick in der Natur? Das klingt besser und besser. Und ich habe gehört, dass es am Ende des Weges einen wunderschönen Wasserfall gibt. Ein Wasserfall? Ich liebe Wasserfälle. Das wird ein unglaublicher Tag. Ich dachte, du wärst begeistert. Die Natur hebt immer meine Stimmung. Das gleiche hier. Ich kann es kaum erwarten, mich vom geschäftigen Stadtleben zu trennen. Genau deswegen habe ich das vorgeschlagen. Wir brauchen beide eine erfrischende Flucht. Du bist so rücksichtsvoll. Ich bin wirklich glücklich, einen Freund wie dich zu haben. Ah, danke, Anna. Ich freue mich einfach, dass wir das zusammen erleben dürfen. Ich auch. Sollen wir gehen? Ich bin begierig darauf, mich auf den Weg zu machen. Unbedingt. Machen wir das Beste aus diesem schönen Tag im Freien. Lektion 6. Jazzy Tunes. Jo, Anna, hast du letztes Wochenende das tolle Jazzfestival in der Innenstadt gesehen? Nein, ich habe es verpasst. Ich habe aber gehört, dass es absolut unglaublich war. Jazzmusik ist einfach die beste. Da hast du recht. Die sanften Melodien und die Improvisation haben etwas an sich, das mich einfach anspricht. Definitiv. Und die Energie auf diesen Festivals ist immer so elektrisierend. Ich wünschte, ich hätte dort sein können. Nun, du hast Glück. In ein paar Wochen findet ein weiteres großes Jazz-Event statt. Wir sollten auf jeden Fall zusammen hingehen. Wirklich. Das fände ich toll. Ich wollte mein Wissen über Jazzmusik erweitern. Perfekt. Wir können uns all die verschiedenen Künstler ansehen, leckeres Festivalessen essen und einfach die Stimmung genießen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, den Nervenkitzel des Live-Jazz wieder zu erleben. Ich auch nicht. Jazzfestivals sind einfach die ultimative Feier dieser unglaublichen Kunstform. Absolut. Es gibt nichts Schöneres als die Energie einer Menge, die zu einem großartigen Saxophon-Solo gruft.
Vollkommen. Und man weiß nie, welche Art von Überraschungskollaborationen oder spontanen Jam-Sessions ausbrechen könnten. Oh, das stimmt. Ich liebe das Element der Spontanität bei solchen Veranstaltungen. Das Gleiche hier. Dadurch fühlt sich die ganze Erfahrung so lebendig und unberechenbar an. Ich bin so aufgeregt. Wir werden auf diesem Jazzfestival eine Menge Spaß haben. Daran besteht kein Zweifel. Das wird auf jeden Fall ein unglaubliches sein. Lektion 7. Ein lebendiger Geschichtenerzähler. Anna, du wirst nie erraten, welche unglaubliche Geschichte ich gestern gehört habe. Ach, erzählen Sie, ich liebe gute Geschichten. Was ist passiert? Der alte Mann auf der Straße erzählte von seinen Kriegserlebnissen. Kriegserlebnisse? Das klingt fesselnd. Was hat er gesagt? Er beschrieb die Schlachten so anschaulich, dass ich die Waffen praktisch feuern hören konnte. Wow, das muss heftig gewesen sein. Er kann wirklich mit Worten umgehen, oder? Absolut. Er malte ein so lebendiges Bild in meinem Kopf, ich fühlte mich, als wäre ich dort. Das kann ich mir nur vorstellen. Geschichten erzählen ist wirklich eine Kunstform. Definitiv. Die Art und Weise, wie er die Emotionen und das Chaos dieser Zeit vermittelte, war bemerkenswert. Ich wünschte, ich hätte ihn hören können. Er klingt wie ein Meister darin, Bilder hervorzurufen. Du wärst erstaunt. Er hatte mich die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes. Ich wette, Geschichtenerzähler mit diesem Können sind heutzutage selten. Ich weiß, oder? Moderne Unterhaltung ist einfach nicht vergleichbar. Das ist so wahr. Eine mündliche Überlieferung hat etwas Besonderes an sich. Einverstanden. Seine Worte haben einen so lebendigen Eindruck hinterlassen, dass ich nicht aufhören kann, darüber nachzudenken. Lektion 8. Abes Athletik und Geschichten erzählen. Anna, wusstest du, dass Abraham Lincoln in seiner Jugend ein ziemlicher Athlet war? Wirklich. Mir war nie bewusst, dass der 16. Präsident eine so sportliche Seite hat. Unbedingt. Offenbar war er in Illinois als hervorragender Wrestler bekannt. Wow, das hätte ich von einem so renommierten Staatsmann nicht erwartet. Ja, er war offenbar ziemlich geschickt und hat sogar mehrere lokale Spiele gewonnen. Faszinierend. Ich frage mich, welche anderen verborgenen Talente er hatte. Nun, in seiner Gemeinde war er auch als fesselnder Geschichtenerzähler bekannt. Ein Geschichtenerzähler, Das ist eine ziemlich vielseitige Fähigkeit. Definitiv. Die Einheimischen liebten es, seinen lebendigen Geschichten und Anekdoten zuzuhören. Das kann ich mir vorstellen. Er muss ein echtes Talent dafür gehabt haben, ein Publikum anzusprechen. Absolut. Seine Fähigkeit, mit seinen Worten ein Bild zu malen, war bemerkenswert. Es ist erstaunlich, wie viele Schichten eine so ikonische historische Figur hat. Einverstanden. Lincoln war in vielerlei Hinsicht wirklich ein Renaissancemann.
Da fragt man sich, welche anderen verborgenen Tiefen diese großen Führer hatten. Definitiv. Es gibt immer mehr über die Ikonen der Geschichte zu entdecken. Ganz gewiss. Lincoln klingt, als wäre er ein ziemlich vielseitiges Individuum gewesen. Zweifellos. Ein talentierter Athlet, begabter Geschichtenerzähler und natürlich ein legendärer Präsident. Was für ein beeindruckender Lebenslauf. Er hatte wirklich alles, nicht wahr? Absolut. Lincoln war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Mann. Lektion 9. Prähistorische Entdeckungen. Anna, hast du von den faszinierenden Fossilienfunden in Afrika gehört? Nein, was haben Sie gefunden? Ich bin immer gespannt auf neue paläontologische Entdeckungen. Offenbar haben Forscher Fossilien von über 150 bisher unbekannten Arten entdeckt. Wow, das ist unglaublich. Von was für Kreaturen stammen diese mysteriösen neuen Fossilien? Das wirklich Faszinierende daran ist, dass einige von ihnen keiner bekannten Spezies ähneln. Wie aufregend! Es muss ein neues Licht auf die prähistorische Welt werfen. Absolut. Diese Ergebnisse könnten unser Verständnis von Evolution und Leben auf der Erde neu schreiben. Ich kann mir nur vorstellen, wie bahnbrechend diese Entdeckungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft sein müssen. Definitiv. Paläontologen sind voller Vorfreude, diese Fossilien weiter zu untersuchen. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, mehr Details über diese prähistorischen Rätsel zu erfahren. Exakt. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse die Erde möglicherweise noch in ihren alten Schichten verbirgt. Die Aussicht, völlig neue Arten zu entdecken, ist einfach faszinierend umwerfend. Ich stimme zu. Da wundert man sich wirklich, welche anderen Wunder darauf warten, entdeckt zu werden. Absolut. Je mehr wir lernen, desto mehr erkennen wir, wie viel mehr es zu entdecken gibt. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Die Welt der Paläontologie ist wirklich eine Grenze voller Wunder. In der Tat. Diese Fossilienfunde sind ein Beweis für den unglaublichen Reichtum der Vergangenheit unseres Planeten. Ganz gewiss. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche anderen prähistorischen Rätsel in den kommenden Jahren gelöst werden. Ich auch nicht. Es ist eine aufregende Zeit, um Naturwissenschaften zu studieren, das ist sicher. Definitiv. Die Möglichkeiten für neue Entdeckungen sind unendlich faszinierend. Lektion 10. Die Freuden des Besitzes von Haustieren. Guten Morgen, Anna. Hast du bemerkt, dass ein Haustier dir immer den Tag versüßt? Unbedingt. Lillis Schnurren zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Ich weiß, was du meinst. Der wedelnde Schwanz meines Hundes Buddy ist der beste Stimmungsaufheller. Haustiere haben wirklich eine besondere Art, unsere Stimmung zu heben, nicht wahr? Definitiv. Ihre bedingungslose Liebe hat einfach etwas so Beruhigendes an sich. Stimme voll und ganz zu. Sie sind immer da, um zuzuhören, ohne zu urteilen. Exakt.
Ich erzähle Buddy all meine Probleme und er hört nur aufmerksam zu. Haha, ich mache dasselbe mit Lily. Sie ist die perfekte, urteilsfreie Vertraute. Es ist auch erstaunlich, wie scharfsinnig sie sein können. Buddy weiß immer, wann ich ein Kuscheln brauche. Absolut. Lily spürt irgendwie, wenn ich mich schlecht fühle und kommt, um sich an mich zu kuscheln. Haustiere sind wirklich eine Quelle endloser Freude und Trost, nicht wahr? Absolut. Ich weiß nicht, was ich ohne meinen pelzigen kleinen Begleiter tun würde. Ich auch nicht. Buddys Gesellschaft ist unersetzlich. Ich stimme zu. Die Bindung zwischen einer Person und ihrem Haustier ist einfach etwas ganz Besonderes. Hätte es nicht besser sagen können. Es ist eine Verbindung, die wirklich einzigartig ist. Ganz gewiss. Haustiere bringen so viel Liebe und Glück in unser Leben. Definitiv. Ich bin jeden Tag dankbar für die Freude, die Buddy mir bereitet. Das Gleiche hier. Lily ist wirklich ein Segen. Haustiere sind wirklich die besten. Ich weiß nicht, was ich ohne Buddy machen würde. Lektion 11. Die Freude, gemeinsam alt zu werden. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie es wäre, zusammen alt zu werden? Weißt du, das habe ich. Wenn ich das Glück habe, so lange zu leben, hoffe ich, dass ich immer noch geistig wach und körperlich aktiv bin. Absolut. Ich würde es hassen, meine geistigen Fähigkeiten zu verlieren oder an einen Rollstuhl gefesselt zu sein. Das Gleiche hier. Ich möchte meine goldenen Jahre in vollen Zügen genießen können. Definitiv. Reisen und unseren Hobbys nachgehen zu können, wäre der Traum. Definitiv. Und natürlich wäre es von unschätzbarem Wert, sich gegenseitig an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Exakt. Mit der Person, die du liebst, alt zu werden, klingt absolut wunderbar. Ich stimme zu. Allein der Gedanke, zusammen auf der Veranda sitzen und den Sonnenuntergang beobachten zu können, bringt mich zum Lächeln. Haha, und der Streit darüber, wer den letzten Keks bekommt, genau wie bei einem alten Ehepaar. Haha, ja. Und darüber zu streiten, wer zuerst das Kreuzworträtsel lösen wird. Oder in Erinnerungen an all die verrückten Abenteuer zu schwelgen, die wir in unserer Jugend erlebt haben. Oh, die Geschichten, die wir erzählen könnten. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Enkelkinder mit den Augen rollen. Haha, ja. Sie würden wahrscheinlich denken, wir sind uralt. Aber wir würden jede Minute davon lieben. Mit deinem besten Freund alt zu werden ist der Traum. Absolut. Solange ich dich an meiner Seite habe, werde ich ein glücklicher alter Mann sein. Oh, John. Und ich werde eine glückliche alte Dame mit dir sein. Auf viele weitere gemeinsame Jahre. Dazu trinke ich. Prost auf ein Leben voller Liebe und Lachen. Prost, meine Liebe. Auf das anmutige Altern und Miteinander. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das wird eine verdammt gute Fahrt. Lektion 12. Ein Abenteuer in Lebensgröße.
Jo, Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, in einem Puppenhaus zu leben? Ein Puppenhaus? Du meinst wie ein winziges Miniaturhaus? Das klingt so skurril. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in einem lebensgroßen Puppenhaus leben. Es würde so viel Spaß machen. Ah, aber John, denk an die Gefahren. Verglichen mit den Möbeln wären wir wie Riesen. Oh, komm schon, Anna. Wo ist dein Sinn für Abenteuer? Denk an die Möglichkeiten. Ich weiß nicht, John. Auf die winzigen Stühle und Tische zu treten, klingt nicht sehr reizvoll. Aber stell dir vor, du könntest in einem gemütlichen kleinen Haus leben, in dem alles auf unsere Größe reduziert ist. Ich schätze, es könnte ziemlich bezaubernd sein. Wir müssten allerdings extrem vorsichtig sein. Natürlich. Wir müssten auf Zehenspitzen herumlaufen und jede unserer Bewegungen beobachten. Das wäre eine Herausforderung. In der Tat eine Herausforderung. Aber Sie wissen, was Sie sagen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Genau. Und denk nur an die tollen Instagram-Fotos, die wir machen könnten. Haha, ja. Wir würden alle unsere Freunde beneiden. Wir leben in einem lebensgroßen Puppenhaus. Siehst du, du kommst langsam auf die Idee. Es wäre das ultimative Abenteuer. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Lass es uns machen. Wo finden wir ein lebensgroßes Puppenhaus? Haha, ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Wir werden so viel Spaß haben, du wirst sehen. Ich bin etwas nervös, aber vor allem aufgeregt. Das wird ein wilder Ritt. Das ist der Geist, Anna. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welchen Unfug wir anrichten können. Ich auch nicht, John. Lass uns ein paar Erinnerungen in unserem lebensgroßen Puppenhaus sammeln. Darauf kannst du wetten. Das wird die beste Entscheidung sein, die wir je getroffen haben. Lektion 13. Abenteuer am Flughafen. Hey, Anna, hast du daran gedacht, deine Manieren für den Flug einzupacken? Manieren. Natürlich. Ich würde nicht im Traum davon träumen, am Flughafen für Aufruhr zu sorgen. Gut, 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 du weißt, wie Leute sich aufregen und die Fassung verlieren können. Absolut. Wir müssen auf jeden um uns herum achtsam und respektvoll sein. Exakt. Genau, ohne die Armlehnen zu beschneiden oder in der Linie zu schneiden, weißt du? Oh, auf jeden Fall. Und keine Musik dröhnen oder laute Telefongespräche führen. Haha, ja. Das ist eine todsichere Methode, um das stinkende Auge ihrer Mitreisenden auf sich zu ziehen. Pfui, ja. Und lassen Sie mich erst gar nicht mit Leuten anfangen, die ihre Sitze ganz nach hinten zurücklehnen. Oh, das ist ein heißes Thema. Persönlicher Raum ist auf einem Flug so wichtig. Absolut. Wir sollten höflich und rücksichtsvoll gegenüber unseren Mitmenschen sein. Vollkommen. Und vergessen wir nicht, unser Handgepäck richtig zu verstauen. Guter Punkt. Wir wollen nicht die Person sein, die den Gang blockiert oder die Gepäckablage verstopft.
Exakt. Man muss auf den Fluss achten und darf nicht alle anderen behindern. Einverstanden. Das wird ein voller Flug sein, also müssen wir uns dessen besonders bewusst sein. Zweifellos. Aber hey, wenn wir uns alle an die ungeschriebenen Regeln des Flugreisens halten, wird das ein Kinderspiel. Absolut. Mit ein bisschen Flughafenetikette können wir die Ruhe bewahren und eine reibungslose Reise haben. Das ist der Geist, Anna. Gehen wir mit gutem Beispiel voran für gutes Verhalten am Flughafen. Lektion 14. Fitness Frenzy. In Ordnung, Anna, ich freue mich darauf, mein Fitnessspiel anzufangen. Was ist der Plan? Oh, ich habe ein paar tolle Ideen. Wie wäre es, wenn wir mit einem flotten Joggen am Morgen beginnen? Das habe ich hinter mir. Ich muss die Herzfrequenz erhöhen und die Endorphine fließen lassen. Vollkommen. Und danach können wir etwas Krafttraining machen, um in Form zu kommen. Hervorragend. Ich denke an Liegestütze, Kniebeugen und vielleicht sogar ein paar Bretter. Fantastisch. Wir können uns gegenseitig herausfordern und unsere Grenzen überschreiten. Verdammt, ja. Freundlicher Wettbewerb ist der beste Weg, um motiviert zu bleiben. Einverstanden. Und vergiss die Flexibilität nicht. Yoga wäre perfekt. Oh, mein nach unten gerichteter Hund ist etwas eingerostet, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Keine Sorge, ich werde es dir erklären. Es geht nur darum, deine Mitte zu finden. Ich stehe drauf. Ich muss die Verbindung zwischen Körper und Geist aufrechterhalten, weißt du? Absolut. Und vergiss nicht, richtig zu tanken. Gesunde Snacks sind der Schlüssel. Gute Entscheidung. Proteinreiches Motis und frisches Obst und Gemüse. Exakt. Wir wollen unseren Körper nähren, nicht belasten. Das hast du richtig verstanden. Das wird eine Änderung des Lebensstils sein, keine schnelle Lösung. Exakt. Langsam und stetig gewinnt das Rennen, wenn es darum geht, fit zu werden. Ich bin bei dir, Anna. Lass uns das machen und uns besser fühlen als je zuvor. Darauf kannst du wetten, John. Das wird eine tolle Fitnessreise. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das ist der Beginn eines ganz neuen, gesünderen Du und ich. Lektion 15. Vertragsrätsel. Guten Morgen, Anna. Hab eine kurze Frage zu den Zahlungsbedingungen. Sicher, John. Was beschäftigt dich? Ich freue mich, das klarzustellen. Nun, ich hatte gehofft, wir könnten das Fälligkeitsdatum etwas anpassen. Wäre das möglich? Lass mich einen Blick darauf werfen. An was für einen Zeitplan hast du gedacht? Wie wäre es mit 30 Tagen statt der aktuellen 15? Das würde uns mehr Flexibilität geben. Ich verstehe. Und würde das mit Ihren Cashflow-Prognosen funktionieren? Absolut. Es würde uns wirklich helfen, unsere Finanzen besser zu verwalten. Okay, das macht Sinn. Ich denke, wir können diese Anpassung vornehmen. Fantastisch. Ich schätze Ihre Bereitschaft, flexibel zu sein, sehr.
Gar kein Problem. Wir wollen sicherstellen, dass diese Partnerschaft ein Erfolg wird. Einverstanden. Und wo wir gerade von Erfolg sprechen, irgendwelche Gedanken zur Bündelung von Diensten? Oh, das ist eine interessante Idee. Was für ein Pauschalangebot hatten Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten etwas Marketingunterstützung zu einem reduzierten Preis hinzufügen. Ich wäre offen dafür, das zu erkunden. Könnte gemeinsam unsere Sichtbarkeit erhöhen. Genau. Wir würden beide von der erhöhten Exposition profitieren. Hört sich gut an. Lass uns die Details besprechen und das klären. Wunderbar. Das entwickelt sich zu einem wirklich produktiven Gespräch. Definitiv. Ich freue mich, dass wir bei diesen Bedingungen Gemeinsamkeiten finden konnten. Ich auch. Deshalb arbeite ich gerne mit dir zusammen, Anna. Du bist immer so vernünftig. Lektion 16. Zusammenarbeit beim Kochen. Jo, Anna, ich habe ein leckeres Rezept für euch. Oh, erzähl es. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Gerichten. Also habe ich neulich dieses gebratene Gemüsegericht probiert und es war ein Hit. Interessant. Was für Gemüse hast du verwendet? Ich habe mich für eine Mischung entschieden. Karotten, Rosenkohl und Süßkartoffeln. Das klingt nach einer köstlichen Kombination. Irgendein spezielles Gewürz? Eigentlich ja. Ich habe einen Hauch Zimt hinzugefügt und das hat die Aromen wirklich zur Geltung gebracht. Zimt auf Gemüse? Das ist eine unerwartete Wendung. Ich weiß, oder? Aber es hat so gut funktioniert. Es hat einen schönen nussigen Geschmack hinzugefügt. Toll, das werde ich auf jeden Fall versuchen, wenn ich das nächste Mal etwas Gemüse röste. Auf jeden Fall. Oh, und ich habe auch ein paar gehackte Pekannüsse hineingeworfen. Pekannüsse, Das muss es richtig knusprig gemacht haben. Absolut. Hat das Gericht wirklich auf das nächste Level gebracht. Nun, du hast mich verkauft. Ich muss das nachstellen. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Tricks. Lektion 17. Wirkungsvolle Rede. Hey Anna, ich habe eine kurze Frage zu deinem Prozess beim Schreiben von Reden. Absolut, ich freue mich, das zu teilen. Was würdest du gerne wissen? Nun, ich arbeite an einer wichtigen Präsentation und könnte ein paar Tipps gebrauchen. Klar, nach welchen Tipps suchst du genau? Ich möchte sicher gehen, dass meine Rede wirklich beim Publikum ankommt, weißt du? Definitiv. Der Schlüssel liegt darin, sich auf Substanz statt auf Stil zu konzentrieren. Ah, ich verstehe, was du meinst. Weniger um ausgefallene Worte, mehr um echte Wirkung. Exakt. Dinge, und das werden wir nicht so sehr mit Reden tun, die gut klingen, sondern mit Reden, die gut und solide sind. Das gefällt mir. Authentizität und Relevanz sind entscheidend. Absolut. Und haben Sie keine Angst, persönlich zu werden und Geschichten zu teilen.
Guter Punkt. Es ist so wichtig, sich auf emotionaler Ebene zu verbinden. Exakt. Malen Sie ein lebendiges Bild, mit dem sich Ihr Publikum identifizieren kann. HMM, das ist wirklich hilfreich. Hast du noch einen Rat, den du geben kannst? Nun, denken Sie über Ihre Kernbotschaften nach und strukturieren Sie sie logisch. Ja, man muss einen klaren Ablauf haben und nicht einfach weiterschwafeln. Exakt. Und vergiss nicht zu üben, zu üben, zu üben. Definitiv. Die Bereitstellung ist genauso wichtig wie der Inhalt selbst. Absolut. Mit dem richtigen Ansatz wird Ihre Rede ein echter Knaller sein. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, diese Tipps zu teilen, Anna. Das ist super hilfreich. Lektion 18. Spielplan für Lebensmittelgeschäfte. Guten Morgen, Anna. Hab eine kurze Frage an dich. Hallo, klar, was ist los? Ich gehe gleich in den Laden, aber ich möchte sicher gehen, dass ich nichts vergesse. Gute Überlegung. Machen wir eine Liste mit allem, was wir brauchen, bevor wir gehen. Okay, tolle Idee. HMM, mal sehen, wir brauchen auf jeden Fall frische Produkte. Definitiv. Welche Obst- und Gemüsesorten sollten wir bekommen? Nun, ich dachte vielleicht an ein paar knackige Äpfel, saftige Orangen und etwas Blattgemüse. Oh, das klingt nach einem köstlichen Start. Was brauchen wir noch? HMM, wie wäre es mit Vollkornbrot oder Nudeln für ein paar gesunde Kohlenhydrate? Gute Entscheidung. Und wir dürfen das Protein nicht vergessen. Vielleicht etwas Hühnchen oder Fisch. Absolut. Ich muss das Essen ausgleichen. Oh, und wir brauchen auch ein paar Gewürze. Natürlich dürfen die Gewürze nicht vergessen werden, um die Aromen richtig zur Geltung zu bringen. Exakt. Und vergessen wir nicht die Molkerei, Milch, Käse, vielleicht etwas Joghurt. Definitiv. Da sind viel gutes Calcium und Probiotika drin. Ganz gewiss. In Ordnung, ich denke, das deckt die wichtigsten Grundlagen ab. Fehlt uns noch etwas? Mir fällt spontan nichts ein. Gehen wir in den Laden? Klingt gut für mich. Lass uns das machen. Zeit, die Einkaufsliste zu erobern. Lektion 19. Lebensmitteldisziplin. Hey Anna, ich habe eine Frage zu den Einkaufsgewohnheiten. In Ordnung, ich höre zu. Was beschäftigt dich? Nun, ich versuche disziplinierter zu sein, wenn ich in den Supermarkt gehe. Oh, ich verstehe dich. Impulskäufe können ein Budget wirklich zum Scheitern bringen. Genau. Am Ende schnappe ich mir immer Dinge, die ich nicht wirklich brauche. Ich kenne das Gefühl. Wie hoffst du, konzentrierter zu bleiben? Ich werde versuchen, mich an die Liste zu halten, die wir zuvor gemacht haben. Kein zielloses Herumwandern. Guter Plan. Eine solide Einkaufsliste zu erstellen ist die halbe Miete. Definitiv. Und ich werde versuchen,
diese verlockenden Entkappen und spontanen Dinge zu vermeiden. Kluger Schachzug. In den äußeren Gängen befindet sich normalerweise das Nötigste. Ja, ich werde mich so weit wie möglich an die Umgebung halten. Oh, und vergiss nicht, einen Snack zu essen, bevor du gehst. Das hilft auch. Ah ja, gute Entscheidung. Einkaufen auf nüchternen Magen ist ein Rezept für eine Katastrophe. Haha, ja. Dann sieht alles besonders appetitlich aus. Exakt. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einen soliden Plan. Fantastisch, ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Halte dich einfach an diese Liste. Das werde ich tun. Wünsche mir Glück, Zeit, den Lebensmittelladen zu erobern.